So this comes from Deuteronomy 6 verse 4. 5. Mose. You forgot the Nekuda after the 5. 6,4. And this same is said in Mark. You say Markus? Markus. 12 verse 29. Okay. I'm pretty sure most of you know this verse already in Hebrew. Ich bin mir ziemlich sicher, die meisten von euch kennt diesen Bibelvers sogar auf Hebräisch. This is the first word, and you need to read it by yourself. Das ist das erste Wort und ihr versucht bitte selbst das Wort zu lesen. So literally translated, this word means to hear. Wortwörtlich übersetzt heißt das Wort hören. But we often say that it actually means to listen. Wir sagen aber häufig, das ist zuzuhören. Okay, so if it's the same thing in German, then I'm very happy. Because in English, there's a differentiation between hearing something and really listening. Well, you can say zuhören, hören und zuhören. But many people have said that this word should actually be translated as obey. Aber viele Leute haben gesagt, dass das Wort eigentlich übersetzt werden soll als gehorche. Now I see what you wrote here. Gehorche. Wow. I was wondering what was it in here. Ja. Obey, and this is the word Shema. Also viele sagen, das ist, was es auch bedeutet, gell? Ihr hört jetzt zwischen den Klammern, was wir damit sagen wollen, und das ist das Wort Shema. Shema. So when you're listening or hearing, then you have to obey what you're hearing if it comes from God, of course. Natürlich ist es doch einfach so, wenn du hinhörst, wenn du zuhörst, was Gott sagt, dann musst du ohnehin gehorchen, oder nicht? Das folgt doch einfach darauf, oder? Now the next word is definitely not a new word for you. Das nächste Wort ist nicht ein neues Wort für euch. And this is the Hebrew word Yisrael. Das ist das hebräische Wort Israel. Which in this case is referring to the covenant people. Und hier wird Bezug genommen auf Gottes Bundesvolk, auf das Bundesvolk. And that's me too then. I'm also in a covenant with him. Ja. Das bin ich. Ich bin auch in einem Bund mit Gott. Now, I gave a teaching about the mezuzah. I gave a teaching about the talit. That I speak more in detail about this scripture. And if you'd like to hear that, please contact us and we'll share that with you.
Tiaan hat eine Lehre gegeben bei Daily Bread über die Mesusa, über die Talit. Und da spricht er ein bisschen mehr darüber, wenn ihr die Aufnahmen haben wollt. Als MP3 kontaktiert uns. Diejenigen, die Kolkala haben, ihr habt es als Videoaufnahme jetzt neuerdings mit dabei. Chanel ist gerade fertig damit. So just remember, with Yisrael, you have the L at the end, which means God. Und erinnert euch, ne, bei Israel, ihr habt L am Ende des Wortes und L ist Gott. L. And the name Yisrael is actually he that wrestles with God. Und der Name Israel bedeutet der mit Gott ringt. Ringt. Okay. Now, this is the exciting word that I really was looking forward to showing you. Das ist das Wort, worauf Tiaan sich schon den ganzen Abend freut, dass er euch endlich das Wort zeigen darf. Because this is brand new for all of you. Und das ist niegelnagelneu für euch allen. Was? Shema Yisrael, Yod He Vav He. Ja, das ist neu, ne? Kennt ihr noch nicht, ne? Habt ihr noch nie gehört, ne? Noch nie. Actually, the beginning, I'm getting there where I'm going to get the German things right. You know what would be funny if you then in the English group start writing the German stuff and you forget how to write the English stuff? That would be really funny. Then I can help you. You'll teach me again. I'll teach you. So Shema Yisrael, Yod He Vav He. Okay. And we know this is God's covenant name. Shema Yisrael, Yod He Vav He. Und wir wissen, das ist der Bundesname Gottes, ja? Now, I don't mean to sound like an advertisement, but I gave a great teaching about this in our identity series. Tiaan sagt, er möchte nicht, dass das jetzt klingt wie so ein Werbeblock, aber in unserer Reihe über die Identität hat er eine großartige Lehre gegeben über diesen Namen Yod He Vav He. So if you want to listen to that, you're welcome to do so as well. Wenn ihr euch das anhören wollt, dann könnt ihr das sehr gerne machen. Okay, so Shema Yisrael, Yod He Vav He, and then this word that we're about to learn now. You need to please look at it very carefully because I want to teach you something about Hebrew when we do it now. Okay, das Wort jetzt, da möchten wir euch bitten, dass ihr euch das Wort genau anschaut. Ja? Schaut, ob ihr vielleicht selbst was entdeckt. Auf jeden Fall werdet ihr was beigebracht bekommen. Literally translated, this word means our God. Wenn man das wortwörtlich übersetzt, dann steht hier unser Gott. Maybe you remember this word a little bit, especially the first part from Genesis 1 verse 1. Bereshit bara Elohim. Vielleicht erinnert euch der Anfang des Wortes an etwas, was wir in 1. Mose 1, Vers 1 gelernt haben. Bereshit bara Elohim haben wir da gelernt. Or you see Yisrael and you see Elohim. Oder ihr seht Yisrael und Elohim. Aber lest mal genau, weil das ist ein bisschen anders, gell? So let me see if I can help you a little bit with the pronunciation of this word. Okay, schauen wir mal, ob wir euch helfen können, das Wort richtig auszusprechen. Aleph, no sound. Aleph, stumm. Then we have the E. Dann E. Lamed, O, He, E, the Yod, the Nun, and the U. So, Eloheinu. 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 Eloheinu.
It's much like Elohim, but changed a little bit. Es ist ähnlich wie Elohim, aber ein bisschen verändert, oder? Because of the belonging to us. Weil es unser Gott ist. And that is what the U at the end means. Das ist das, was das da, diese, only the Nu. U oder Nu? The Nu. Das ist das, was Nu am Ende. Ihr erinnert euch an Nachnu? Anachnu, Eloheinu. Eloheinu, unser Gott. And when Jeschua teaches his disciples to pray, he teaches them Avinu. Und wenn Jeschua seine Jünger beibringt, wie sie beten sollen, sagt er Avinu, unser Vater. Avinu. Hört ihr das? So Eloheinu, our God. Eloheinu, unser Gott. So we did Anachnu this evening, especially for this case as well, that we can remember that this Nu at the end makes it ours. Und deswegen haben wir uns heute Abend auch das Wort Anachnu angeschaut, damit wir einfach wissen, wenn wir Nu am Ende eines Wortes sehen, dann wissen wir, das ist unser. Tiaan Nu. Unser Tiaan. Tiaan Nu. Seht ihr das? People like to use this Nu incorrectly quite often, you know. No, that's not true. So we have Shema Yisrael Yod He Vav He Eloheinu Yod He Vav He. And now you back to the numbers, but now it's a different number. Jetzt sind wir wieder bei den Zahlen, aber jetzt haben wir hier plötzlich eine Zahl, was ihr so nicht kennt. And this is the male number. Und das ist männlich 1. Eins, like that? Ja. So remember the one you've learned, Achat, Shtaim, Shalosh. This is a little bit different. Ihr erinnert euch, wir haben die weibliche Zahlen ja gelernt, ne? Achat, Shtaim, Shalosh. Das hier ist wieder ein bisschen anders. Seht ihr das? This is the Hebrew Echad. Das ist Echad mit einem D am Ende, ne? Dalet, Echad. So Shema Yisrael Yod He Vav He Eloheinu Yod He Vav He Echad. Or some people say Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Some say Shema Yisrael Yehovah. Adonai. Ach so, ich will doch hier was Adonai. That's what the Jews say. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Exactly. So I'd like you to also, as homework, send me a voice recording of the scripture where you say it the way you prefer. If it's Adonai, Yahweh, or Yehovah, if it is Yod He Vav He, where you say the scripture. Okay, und Tiaan möchte gerne, dass ihr als Hausaufgabe diese Schriftstelle als Stimmennachricht schickt. Ihr könnt aber sagen Yod He Vav He, ihr könnt sagen Yahweh, Jehovah, ihr könnt sagen Adonai, wie ihr persönlich es mögt. Es geht ja um eure Beziehung zu Gott und ihr habt ja in den Jahren eine eigene Art, wie ihr ihn nennt. Und das könnt ihr dann gerne machen. Now, I don't want to get into a lot of depth with the scripture. We're learning Hebrew, and I gave a lot of teaching on these things already. Und Tiaan sagt, er möchte jetzt nicht wirklich in die Tiefe gehen, diese Schriftstelle bezüglich, weil wir sind ja dabei, Hebräisch zu lernen und er hat ja schon Lehraufnahmen über Schriftstellen wie diese gemacht. But in Mark chapter 12, when Jeschua is asked what is the first commandment, he actually gives this as the answer, and then he adds the rest that is also written in Deuteronomy 6, verse 4 and 5.
Und wir sehen aber in Markus 12, wenn Jeschua gefragt wird, was ist das erste Gebot, ja, dann sagt er als allererstes genau das hier, bevor er das andere hinzufügt, was wir dann später sehen in 5. Mose 6, Vers 5. So, obeying God from a relationship of love, this is the first and most important thing within a Jew's life. Das heißt, Gott zu gehorchen aufgrund einer bestehenden Liebesbeziehung, ja, ist das Allerwichtigste im Leben eines Juden. And this is what Jeschua teaches as the first and most important commandment. Und das ist das, was Jeschua dann wiederum auch lehrt, als das erste, als das wichtigste Gebot. He refers back to Torah when he's speaking to this young gentleman, telling him, this is the most important thing to remember. Listen, obey God. Und er bezieht sich auf Torah, wenn er diese Frage von diesem jungen Mann beantwortet und er sagt, das ist das Allerwichtigste, was du beachten solltest. Höre und gehorche Gott. From a relationship of love. Aus einer Liebesbeziehung heraus. So, Shema Yisrael, Yodeh Vaveh Eloheinu, Yodeh Vaveh Echad. I hope you enjoyed that just as much as I enjoy teaching Hebrew and teaching the Bible from the Hebrew language perspective. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß, wie ich Spaß dabei habe, wenn ich Hebräisch unterrichten kann und wenn ich das aus der biblischen Perspektive machen kann. We have a lot of material on the Hebrew language and the Bible from this culture and language perspective on kolkala.com. Und wir haben ganz vieles an Materialien über die hebräische Sprache und über die Bibel aus eben jener Perspektive auf kolkala.com. And if you're interested in learning Hebrew, you can write to me and I will help you to maybe fall in with a class or follow some lesson of us somewhere. You can write to tiaan@hebrewpeople.com. Und wenn du Interesse daran hast, die Sprache zu lernen, dann kannst du mir gerne schreiben, tiaan@hebrewpeople.com, und dann können wir schauen, in welche Klasse wir dich unterbringen können oder wo du dir die Aufnahmen anschauen kannst. People often ask us, how can they support us? You're welcome to go onto our website, hebrewpeople.com, and you'll see there is a donate button. If you click on it, you'll see all our banking details, and that's it. We don't need to then send you everything personally. It's there for you to see whatever you'd like. Und die Menschen stellen uns häufig die Frage, wie sie uns finanziell unterstützen können. Nun ja, wenn du auf hebrewpeople.com gehst und du gehst auf die deutsche Seite, dann gibt es dort ein Knöpfchen, das heißt Spenden. Und wenn du darauf klickst, hast du alle Kontodaten von uns. Dann brauchst du uns also nicht mehr anzuschreiben, du brauchst nicht mehr nachzufragen. Du kannst einfach dann geben, wann der Herr es dir aufs Herz legt. So as we say in Hebrew, Shalom. Und wie wir das auf Hebräisch sagen, Shalom.